Herzlich willkommen bei Knopf und Nadel. Ich bin Annika und heute begrüße ich euch zu einem richtig coolen DIY. Und zwar möchte ich gerne einen Harry Potter Fan beschenken und habe mir überlegt, was kann ich denn dafür eigentlich mal selber machen, denn ich verschenke unglaublich gerne handgemachte Sachen. Und dabei bin ich bei der Recherche auf einen Flaschengarten gestoßen. Ein Flaschengarten beinhaltet Pflanzen, muss aber nie gegossen werden, weil er hermetisch abgeriegelt ist. Wie cool ist das denn bitte? Wir machen das jetzt einmal gemeinsam. Ein Flaschengarten ist sehr einfach zu handeln, denn wenn er einmal fertig ist, müsst ihr im Prinzip nie wieder etwas dafür tun und könnt beim Wachsen zuschauen. Wichtig ist beim Flaschengarten, dass er beim ersten Mal bewässern nicht überwässert wird. Ich zeige dir aber gleich mal in meiner Anleitung, wie man das verhindern kann. Wichtig ist natürlich beim Flaschengarten zu wissen, wie das Prinzip funktioniert. Finde ich auch super cool für Kinder, das zu beobachten. Denn ihr bewässert diesen Garten, dann versickert es verdunstet und bewässert wieder damit die Pflanze. Und dann habt ihr eine Hermetosphäre. Klingt das nicht toll? Ich finde dieses Prinzip unglaublich schön und das Tollste ist an dem Flaschengarten, dass ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt. Ihr könnt alles Mögliche in diesen Flaschengarten hineintun. Wichtig ist nur, dass es nicht verrottet. Ihr könnt zum Beispiel super kleine Glasbausteine oder Perlen benutzen. Ich benutze hier zum Beispiel Speckstein und andere Materialien. Und wir schauen uns jetzt mal genau an, was wir dafür alles gebrauchen können. Für einen Flaschengarten benötigen wir zuerst einmal Pflanzen. In meinem Fall ist das ein Bonsai-Ginseng, weil ich finde, der kommt der Alraun aus dem Harry Potter Film am nächsten. Dafür gehen aber auch ein paar andere Pflanzenarten. Dann habe ich hier eine große Flasche, dafür könnt ihr Einweggläser, Bonbongläser, aber auch andere coole, große, bauchige Flaschen nehmen. Ich habe mir ein Set bei Hornbach bestellt. Dabei war diese coole große Flasche dabei und Zierspargel und Mosaikpflanzen. Die pflanze ich später noch ein. Ich habe noch verschiedene Deko-Elemente, zum Beispiel diese coole Holzplatte, die ich selbst beplottet habe und ein wunderschönes Garn. Das Beplotten war ganz einfach. Dafür nimmt man einmal Folie, die man entweder wieder abziehen kann oder die langlebiger ist. Und den Plot dafür findet ihr auf meiner Homepage. Den stelle ich euch gratis zur Verfügung. In diesem Video gibt es auch ein Freebie. Zum Verzieren nutze ich noch Tafelsticker und damit einen Kreidestift zum Beschriften. Dann habe ich eine Zange von meiner Overlock-Maschine. Damit versuche ich später ein bisschen das Moos in die Flasche zu bekommen. Und eine Beleuchtung, denn ich finde, für so einen Flaschengarten ist auch eine Beleuchtung wunderschön. Damit alles an seinem Platz bleibt, empfiehlt es sich auch so ein Drainagegitter zwischen die Schichten zu stecken. Zum Befüllen unserer Flaschen nutzen wir dann einmal nährstoffarme trockene Erde und Kiesel und Lavasteine. Dafür war ich auch noch mal draußen und habe ein paar gesammelt. Und auch kleine Kiesel von einem Weg, also Schotter gehen auch ganz gut. Dafür bin ich einmal vor die Tür gegangen und habe einmal geschaut und seht, hier gibt es kleine Kiesel. Ich habe versucht, nicht zu große zu nehmen, aber auch schöne bunte, damit man die dann auch später in der Flasche richtig schön sehen kann. Und auch auf so einem Schotterweg, auch der Schotter ist super praktisch. Auch den könnt ihr in die Flaschen füllen. Anstelle des Splittes könnt ihr aber auch Pflanzengranulat, Blähton oder Lavagestein nutzen. Um den Flaschengarten vor Schimmel zu schützen, nutze ich einmal Grillkohle. Alternativ könnt ihr aber auch Aktivkohle, zum Beispiel aus einem alten Aktivkohlefilter, nutzen. Zum Bewässern nutze ich eine kleine Aufziehspritze, dafür könnt ihr aber genauso gut eine Pipette nutzen. Jetzt nehme ich mir einmal meine große bauchige Flasche vor. Meine Flasche hat eine Höhe von 30 cm. Viel größer werdet ihr die mit Deckel nicht finden. Ich habe gesucht, glaubt mir. Und jetzt kommt einmal die erste Füllung rein. Als allererstes werden bei mir die Kieselsteine und danach der Blähton eingefüllt. Wenn ihr nicht so schöne Kieselsteine findet, könnt ihr natürlich auch andere Sachen nehmen. Ich finde zum Beispiel auch Glasbausteine als richtig coole Alternative. Wichtig ist, dass es eine richtige Drainage gibt. Und dann habe ich noch ein paar buntere Kiesel einsortiert, die ich noch gefunden habe eben.
Ihr könnt aber zum Beispiel auch die Kiesel, die ihr aus dem Urlaub mitgebracht habt und die sich vielleicht bei euch auch schon türmen, unten in die Flasche tun. Darüber kommt dann Blähton oder auch kleinere Kiesel. Ich finde es immer besser, wenn man große und kleine Kiesel nutzt, um die Drainage dann perfekt zu machen. Das Ganze habe ich dann ein bisschen glatt gemacht und habe mir dann einmal für meine Drainage dieses Gitter zugeschnitten. Dafür nehme ich jetzt einmal meinen Kreidestift, mal einmal rundherum, damit ich ungefähr die richtige Größe habe. Die kleine Eule schaut dabei zu. Die kommt später noch dran. Und dann habe ich das Ganze einmal zugeschnitten, so dass es in meine Flasche passt. Das Pflanzgitter hilft dabei, dass euch die Schichten nicht verrutschen, aber es hilft auch wieder bei der Drainage. Dann habe ich mir meinen ersten Bonsai Ginseng vorgenommen. Ich habe hier einen mit den größten Wurzeln gekauft, weil ich fand, dass der am meisten wie die Alraune aus dem Film aussieht. Habe hier einmal die Erde abgefriemelt und ein bisschen die Wurzeln beschnitten. Das Ganze sieht dann am Ende so aus und habe versucht, den einzusetzen. Genau, hier werden die Wurzeln noch mal ein bisschen gekürzt. So. Und wenn wir den dann einsetzen, dann kann man natürlich auch noch mal testen, ob das passt. Das habe ich vor diesem Video nicht getan und man sieht, er passt nicht rein. Also selbst wenn ich oben alle Blätter abgeschnitten hätte. Deswegen musste ich mir jetzt einen anderen suchen, der eine flachere Wurzel hat. Also ich empfehle, wenn ihr auch diese Harry Potter Variante machen wollt und wie ich nur eine Flasche in Höhe von 30 cm findet, dann versucht, den flachsten und kleinen Ginseng-Bonsai zu finden. Teilweise gibt es kleinere in einigen Baumärkten zu kaufen, aber nicht in meiner Nähe. Bei mir gab es nicht kleiner als 12 cm und das kann knapp werden. Also da müsst ihr euch wirklich den flachesten suchen, den ihr finden könnt. Das Schöne ist ja bei der Alraun-Variante, dass es auch nicht der schönste sein muss, denn die Alraune ist ja in der Harry Potter Welt auch nicht unbedingt die niedlichste und hübscheste Pflanze. Einmal eingesetzt, kommt jetzt die Holzkohle zum Einsatz. Grillkohle oder auch Aktivkohle stoppen die Fäulnis und machen es den Schimmelsporen schwer. Darauf kommt dann unsere trockene Aussaaterde. Wichtig ist, dass die keimfrei ist und auf keinen Fall mit irgendwelchen Düngemitteln, denn wir wollen nicht, dass die Pflanze zu stark wächst. Darauf könnt ihr jetzt eure Dekoration platzieren oder später dann auf dem Moos. Das müsst ihr an der Stelle jetzt entscheiden. Ich fände es schön, wenn meine Eule noch ein bisschen mit in dem Moos drin sitzt, deswegen habe ich sie jetzt schon eingesetzt. Passt sie nicht perfekt zum Harry Potter Motto. Und dann habe ich das Moos eingesetzt. Das Schöne ist, dass meine Flasche jetzt so eine große Öffnung hat, dass meine Hände sogar reinpassen. Und dann setze ich das Moos ein und drücke es schön fest. Wichtig ist dabei, dass das Moos nicht schon sehr trocken ist, aber dass es auch nicht super feucht ist. Denn wichtig ist an der Stelle natürlich auch zu beachten, dass ihr nicht zu viel Feuchtigkeit in eurem geschlossenen Glas dann später habt. Beim Moos habe ich extra auf Moos aus dem Garten verzichtet, da ich vermute, dass im Moos aktuell Pilzsporen zu finden sind und ich möchte natürlich nicht, dass in meinem Flaschengarten Pilze wachsen und dann auch wieder verrotten. Deswegen habe ich hier gekauftes Moos. Ihr könnt euch da einfach an die Gärtnerei eures Vertrauens wenden oder eben dieses Set holen, das ich mir hier bestellt habe. Den Link findet ihr wie immer unter dem Video. Das Ganze wird jetzt einmal bewässert. Dafür ziehe ich einfach mal meine kleine Spritze auf. Ich habe jetzt meinen Flaschengarten mit ungefähr 30 Millilitern erstmal bewässert. Ich behalte den noch eine Weile, bevor ich den verschenke. Deshalb werde ich da vorher noch mal kontrollieren, wie die Feuchtigkeit darin ist, ob sie zu hoch oder zu niedrig ist und kann den Flaschengarten jetzt erstmal soweit verschließen. Ich finde, sieht schon richtig schön aus. Jetzt machen wir noch mal das Ganze ein bisschen sauber und nehmen uns den nächsten Flaschengarten vor. Also hier werden wieder Kiesel eingefüllt. Und dann natürlich auch wieder Kohle, das ist ganz wichtig. Ich mache hier gleich 2 mit einmal fertig. Unser Drainagegitter wird hier auch wieder eingesetzt. Und dann
können wir auch schon wieder Erde drauf machen. Ich hatte nämlich noch richtig viel Erde übrig. Das hat sich gleich eingerichtet. Also ich habe 3 Gärten fertigstellen können und habe aus dem fertigen Set, das ich mir im Baumarkt bestellt hatte, jetzt auch noch die 2 anderen Pflanzen verarbeitet. Das war einmal ein Mosaikfarn oder Mosaikpflanze. Und dann gab es noch einen Zierspargel, den ich auch noch eingesetzt habe. Hier haben wir zum Beispiel ein Einwegglas, das eckig ist. Da kann man zum Beispiel schön was draufkleben, finde ich. Den Farn musste ich einmal ein bisschen beschneiden. Der war doch noch ein bisschen groß und ein bisschen zu hoch. Der soll nämlich in ein Wegglas und soll dort drin auch komplett verschlossen werden. Dafür habe ich mir jetzt einen Bambusstab genommen und habe den dann ein bisschen in die Erde gedrückt und eingelassen, denn in das Wegglas bin ich mit meinen Fingern natürlich nicht reingekommen. Und auch diese Pflanzen werden dann wieder bewässert. Mein Tipp, nehmt kalkarmes Wasser. Das hilft auf jeden Fall eurem hermetischen Flaschengarten sehr gut. Das Ganze wird jetzt einmal verschlossen und den Flaschengarten mit der Mosaikpflanze lasse ich einmal offen. Den finde ich auch sehr hübsch. Dann habe ich ja diese tollen Tafelsticker, die ich einmal beschriften kann mit so einem Tafelstift oder einem Kreidestift. Das sieht dann ungefähr so aus und das kann man wunderschön dann auf diese Weggläser drauf kleben. Den Kreideschrift, den kann man dann ganz einfach mit Wasser wieder abwaschen und neu beschriften. Das kann dann der Beschenkte so machen, wie er es gerne möchte oder dann zur passenden Jahreszeit beschriften oder mit einem Spruch, der der Person vielleicht besser gefällt. Dann drücke ich das Ganze vorsichtig fest und auch dieser Flaschengarten ist für mich fertig. Ich habe noch einen Tipp zur Deko. Also einmal könnt ihr in den Flaschengarten natürlich alles Mögliche reintun an Figürchen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch schöne Muscheln aus eurem letzten Urlaub benutzen. Das finde ich zum Beispiel auch richtig hübsch. Ich habe jetzt einmal dieses Jutegarn ganz viel um den Flaschenhals gewickelt, weil ich das richtig hübsch fand. Habe mir noch ein kleines Holzschild genommen und auch hier wieder so einen Tafelsticker bemalt. Und den habe ich dann eingefädelt und mit einem Knoten befestigt. Ich finde allgemein dieses Jute sei sehr passend zu dem Thema Flaschengarten, deswegen passt das für mich gut. Jetzt kommen wir nochmal zu unserem großen, allrauen Harry Potter Flaschengarten zurück, aus dem uns schon Hedwig die Eule anschaut. Da habe ich jetzt einmal die Holzscheibe mit meiner Plotterdatei, die wird einmal drumherum gewickelt und festgebunden, so dass man sie dann sieht, aber ich möchte natürlich nicht, dass sie genau vorne hängt und alles irgendwie verdeckt. Deswegen wird die dann am Ende so ein bisschen seitlich runterhängen, so dass man das Symbol sehen kann, aber dass es eben nicht im Weg hängt. Dann habe ich mir hier ja so eine ganz kleine, sehr günstige Beleuchtung geholt. Man muss sich immer vorher überlegen, wo möchte man denn am Ende das Batteriefach verstauen. Dafür hatte ich schon ein kleines Säckchen genäht, um es darin ein bisschen zu verstecken, damit es hübsch aussieht. So eine Beleuchtung ist zum Beispiel aus Draht, das ist total praktisch, denn die könnt ihr euch noch ein bisschen zurechtbiegen, so wie ihr das wollt. Die habe ich einfach um den Flaschengarten oder besser gesagt um den Flaschenhals herum gewickelt und so sieht sie dann am Ende aus. Darüber kommt wieder dieses Jute-Seil, weil ich das so passend zum Thema finde und ich fände es auch richtig schön, wenn dann diese kleinen LEDs da so durchschauen. Deswegen habe ich hier ganz viel Seil für den Flaschenhals genommen. Man kann natürlich auch hier, weil man mehrere bauchige Stellen hat, da drum rumwickeln. Ich wollte es jetzt aber nur oben, um keine Sicht zu verdecken und habe es dann am Ende verknotet bzw. erstmal eingefädelt. Ein bisschen kommen wir jetzt auch wieder zum Nähen. Also es ist ein bisschen, als würdet ihr das Ganze vernähen. Ihr nehmt es einfach immer wieder durch die Schlaufen durch, die ihr da gewickelt habt und vernäht sozusagen damit das Jute-Seil. Und fertig sind unsere 3 Flaschengärten mit schönen Sprüchen, mit dem Harry Potter Thema und einmal auch einfach als eine Version mit einem Farn drin. Der geschlossene Flaschengarten muss nur einmal im Jahr bewässert werden. Lasst ihr ihn offen, bewässert ihr ihn 4-mal im Jahr. Er sollte hell, aber nicht zu warm stehen und sollten sich Algen bilden oder er zu viel beschlagen sein, müsst ihr ihn einmal für 1-2 Stunden offen lassen. Und fertig sind 3 wunderschöne Flaschengärten. Für die Harry Potter Fans habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht und eine Alraune im Glas verpackt. Ich
habe für euch diese coole Plotter-Datei online gestellt. Die bekommt ihr gratis in meinem Online-Shop. Den Link dazu blende ich euch unten ein und ihr findet ihn auch nochmal in der Videobeschreibung. Holt euch diese Plotter-Datei, die würde bestimmt auch super auf einem T-Shirt aussehen. Vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk, wer weiß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr weitere DIYs sehen wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!